am Ende streben wir alle ja danach, glücklich zu sein. Egal, was wir tun, es geht immer darum, ich will mich gut fühlen, ich will glücklich sein. Da empfehle ich jedem Menschen, macht Erfahrungen, lebt euer Leben. Und dann werdet ihr auch merken, was für euch stimmt und was nicht. Ja, klar, ich habe auch meinen Job gewechselt. Aber es ist vor allem das, was in meinem Kopf passiert ist, zu merken, wer ich wirklich bin, was ich wirklich bin. Und das hat mich frei gemacht. Ich hoffe, dass da jeder Mensch früher oder später dahin kommt und diese Freiheit so auch fühlt. Aber das ist eine reine mentale Geschichte. Emotionen aus meiner Sicht sind einfach Energie. Emotionen sind das, was dich antreibt, sind das, was dich entscheiden lässt. Das, was deine Entscheidung beeinflusst. Gewisse Dinge im Leben, gewisse Dinge, die du denkst. Warum denke ich wie denke ich? Woher kommen meine Gefühle? Woher kommen meine Gedanken? So weisheitstechnisch. So das einfach zu merken, hey, meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Aber ganz extrem war es halt bei mir schon durch die Ausbildung zum Hypnosetherapeuten. Das war wirklich krass, weil ich da halt auch aus einem ganz anderen Bereich kam. Wie viel das alleinige Praktizieren von aktiver Dankbarkeit, was das machen kann, das ist Wahnsinn. Mal sich hinzusetzen und jeden Tag 2, 3 Dinge sich zu überlegen, wofür bin ich dankbar und das dann auch zu fühlen. Und wenn du dann eine gewisse Positivität dir angeeignet hast, dann ist das wie ein Selbstläufer. Du machst das automatisch im Alltag, du siehst die positiven Dinge, das Positive dich noch mehr, das ist so eine Positivspirale. Guten Tag und willkommen zu einer neuen Episode von der Oliver Schirach Show. Ausnahmsweise wieder mal auf Deutsch. Und dieses Mal durfte ich einen Jugendkollegen, Freund aus der Schweiz, Basel, interviewen. Michael Meitzet, ein Mentalcoach, Therapeut und Fitnesstrainer. Ich kenne Michael durch einen gemeinsamen Freundeskreis und er war immer ziemlich ein intensiver Typ. Bis auf ein paar Jahre, da konnte ich merken, dass er immer mehr so Persönlichkeitswachstumsposts auf seinem Instagram veröffentlichte. Und als er dann über Hypnotherapeut Auszeichnung gesprochen hatte, dachte ich, jetzt muss ich mal mit ihm sprechen und ihn interviewen. Und dieses Gespräch hier ist das Resultat. Und es war sehr, sehr interessant zu hören, wie Michael diese ganze spirituellen und Persönlichkeitswachstumslehren anwendet und wie tief er da schon gegangen ist. Also in diesem ersten Teil des Interviews, wir haben 2 Teile. Ich separiere das mal ausnahmsweise in 2-mal knapp 1 Stunde. In diesem ersten Teil sprechen wir, wie er sich beschreiben würde und wieso. Und dazu kommen wir etwas in die Tiefe. Was bedeutet Freiheit? Was sind Gedanken? Was sind Emotionen? Dankbarkeit? Wie kann man das anwenden? Was für Nutzen hat es? Ja, und das Ganze etwas gespickt mit verschiedenen Geschichten und Einsichten. Ich hoffe, euch gefällt das. Und dann sehen wir mal uns für den Teil 1 und dann später kommt Teil 2 für euch. Viel Vergnügen. Jetzt vom Schweizerdeutsch aufs Hochdeutsch, auf die Schriftsprache. Hier bei der Oliver Schirach Show, einmal wieder auf Deutsch, heute mit Michael Meitzet, einem Kollegen von der Schweiz. Viele Grüße an die deutsch sprechende Welt. Und heute sprechen wir über Michaels Werdegang, wie vom kleinen Michi, der Mentalcoach wurde, sein Online-Kursus und sein zukünftiges Buch. Und alles drum herum werden wir besprechen. Willkommen. Oder wie sagt man auf Deutsch? Doch, willkommen ab meiner Show. Ja, passt. Passt. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, also der Akzent jetzt mal. Wir sind beides Basler aus der Deutschschweiz. Ja. Von dem her vergibt uns unser Hochdeutsch. Ja, lieber Michi, sehr interessant für mich jetzt, dich mal so zu interviewen. Wir hatten ein paar sehr tiefe Gespräche in den letzten 6 bis 10 Monate, glaube ich, über unseren Werdegang. Und ich kam wieder auf dich zurück, weil du da jenseits verschiedene Coachings auf Instagram oder Facebook geteilt hattest. Das letzte war ein Hypno-Kurs.
den du mit einem größeren Hypnotiseur in der Schweiz durchgeführt hast. Palacio, glaube ich, heißt er. Und Palacios, ja, Gabriel Palacios. ja, Ja. und er ist ziemlich bekannt in der Schweiz. Ich weiß nicht, auch in der deutschsprachigen Region vielleicht. Und dann haben wir uns wieder verbunden und eben über das Spirituelle, Mystische, Persönliche diskutiert. Was sind so die Blockaden der Menschen? Wieso machen wir nicht, was wir eigentlich wollen oder wissen, dass wir sollten? Und Krankheiten, mentale, körperliche, was auch immer. Und ja, mal schauen, wo wir hinkommen in unserem Interview. Also, Michael, Egal, egal, Mindset für Kollegen. genau. Zum Werdegang. Also, was machst du jetzt heute? Also mal kurz, was ist dein Jobtitel Mhm. oder wie beschreibst du dich, wenn du dich mit deinem Job oder mit deiner Passion jetzt beschreiben musst? Was ist das? Ja. Also ich würde mich als Mentalcoach bezeichnen. Einer von vielen. Aber ich versuche das Ganze halt sehr, ich sage mal, sehr ganzheitlich zu machen, viele verschiedene andere Techniken da noch einfließen zu lassen. Wie du es bereits erwähnt hast, die Hypnose ist ein großes Thema, die Hypnosetherapie, Gesprächstherapie, Coaching für geistige Entwicklung, Meditation und dann einfach durch meine Erfahrung, die ich auch in meinem Leben, in meinem Berufsalltag machen durfte, da die ganze Komplexität dieser Themen, auch im Sport, mit der Ernährung und das hängt ja am Ende sehr vieles so zusammen und das dann für meine Klienten auf einen Punkt zu bringen oder für ihre Bedürfnisse so anzuwenden, das finde ich sehr spannend, dass man da muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht verzettle in den vielen verschiedenen Bereichen, aber halt trotzdem einfach, dass ich merke, okay, ich bleibe nicht einfach nur auf einer Schiene, ich wähle dieses Werkzeug, sage ich mal, das für meine Klienten am besten passt, was zu ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen passt und, versuche sie da auf der mentalen Ebene zu unterstützen und ja, sie ihr Glück finden oder glücklich sind. Ja, danke mal für diese kurze Intro. Dann, was ich immer frage, jetzt muss ich das Ganze vom Englischen Mhm. übersetzen. Wenn du dich jetzt beschreibst in 3 Adjektiven oder Wörtern, welche Wörter würdest du wählen, um dich zu beschreiben und wieso genau diese Wörter? So eine kleine Beschreibung vielleicht dazu. Adjektive zu mir, Ja, wie wie du dich also zu beschreiben zu würdest meiner Person. zu deiner Person. Adjektive: frei, dankbar, lebendig. Und wieso diese 3? Wieso frei? Frei, weil, ja, ich denke, ich habe mich sehr stark frei gemacht im Job, privat, mental, all das. Also, ich fühle mich sehr frei. Ist auch, denke ich, etwas, das ich lange angestrebt habe, das ich immer wieder anstrebe, immer wieder frei zu bleiben halt auch. Wenn man sich wieder verliert in Gedanken und Gefühlen und wieder merkt: „Okay, stopp, muss mich wieder befreien von gewissen Dingen.“ Dann, dankbar, ja. Meine so ein bisschen Lebenseinstellung. Dankbar sein, positiv denken, das Positive sehen in allem, was passiert, egal was passiert. So eine Grundlebenseinstellung von mir. Und lebendig, ja, das Leben genießen, egal was ich mache, es muss was gehen, es soll, aufregend sein, es soll lebendig sein. Äh, ja, das Leben ist für mich so wie 'ne Geschichte, ein Film und ich will keinen langweiligen, Film sehen oder ja, soll lebendig sein, soll was laufen. Aufregung. Ja, jetzt kann ich da schön tiefer gehen. Frei, dieser Wunsch frei zu sein. Also du hast gesagt, frei bei den Gedanken, den Gefühlen, bei der Arbeit. Hast du dich dann gefangen gefühlt vorher? Früher? Wann und wieso? Ja, also gefangen gefühlt
Das tönt jetzt ein bisschen hart, aber ja klar, ich denke, es ist normal, dass jeder Mensch in seinem Leben fremdgesteuert ist und irgendwann gewisse früher, gewisse später kommt jeder Mensch an den Punkt, wo er merkt: „Hey, was mache ich da eigentlich? Und lebe ich wirklich mein Leben und tue ich das, was mich erfüllt oder eifere ich irgendwelchen Idealen nach, die ich gar nicht bin, die nicht mir selbst entsprechen?“ Und ja, es ist mehr so die Einstellung, das, was in deinem Kopf passiert. Das sind nicht unbedingt die Umstände. Klar, ich habe auch meinen Job gewechselt, aber es ist vor allem das, was in meinem Kopf passiert ist, zu merken, wer ich wirklich bin, was ich wirklich bin, und das hat mich frei gemacht. Und ja, ich hoffe, dass da jeder Mensch früher oder später dahin kommt und diese Freiheit so auch fühlt und für sich hat. Aber das ist eine reine mentale Geschichte. Also, ich meine das nicht mit den Umständen, dass ich jetzt da meinen Job gehasst hätte oder irgend sowas, dass ich da aus gewissen Strukturen ausbrechen musste, um mich frei zu fühlen. Es ist alles nur eigentlich in mir. Und das zu fühlen, das zu merken, das war die wirkliche Freiheit. Ja, Das Viktor Franklin, also der Jude in KZ dazumal, der ja, frei, also ich habe das Buch nie gelesen, aber viele reden davon, dass er eigentlich, genau. oder auch, nicht Dalai Lama, ähm, der Inder, ah, da kommt ein Gandhi. Gandhi, ja genau. Die wollten ja Gandhi auch in das Gefängnis tun und er hat gesagt: „Okay, ihr könnt meinen Körper ins Gefängnis tun, aber meinen Ja, Geist, mich selber könnt ihr nie fangen. Ich bin immer frei.“ ja, genau. Das geht. Und das zu erkennen, ist schon Freiheit pur. Und ja, wie Ja. macht man das? Hm. Man darf sich selbst kennenlernen, man darf Erfahrungen machen, man darf Erfahrungen nicht scheuen, einfach offen sein, wirklich das Leben zu leben und halt, ähm, achtsam sein. Darum gibt es ja auch diese vielen verschiedenen Techniken in der Persönlichkeitsentwicklung, damit du das überhaupt mal, bewusst wahrnehmen kannst. Gewisse Dinge im Leben, gewisse Dinge, die du denkst. Warum denke ich wie? Wie denke ich? Woher kommen meine Gefühle? Woher kommen meine Gedanken? Und das braucht halt einfach Erfahrungen. Es braucht eben, ich sage ungern schlechte und gute Erfahrungen, es sind einfach Erfahrungen. Und für mich ist jede Erfahrung eigentlich gut, weil ich eben mit der entsprechenden Einstellung das, immer auch was daraus lernen kann. Und ja, leben. Viele haben Angst, Erfahrungen zu machen oder eben schlechte Erfahrungen zu machen und leben darum oft nicht. Und dann wird es auch schwierig, dich selbst kennenzulernen, wenn du keine Erfahrungen machst. Wenn du merkst, was funktioniert, wie funktioniere ich, das ist für mich das größte Geschenk, wirklich das Leben leben zu dürfen und Erfahrungen zu machen. Und mit der Erfahrung und dem nötigen Wissen dazu, viele konzentrieren sich nur auf das Wissen, lesen Bücher, wissen alles über Glück und Erfolg, aber sie erleben es nicht. Sie machen die Erfahrungen dazu nicht und dann wird es auch schwierig, dieses Wissen einzuordnen, dieses Wissen wirklich auch anzuwenden. Und da empfehle ich jedem Menschen: Macht Erfahrungen, lebt euer Leben. Und dann werdet ihr auch merken, was für euch stimmt und was nicht. Ja, genau, das, Ja, die Erfahrungen machen, das Leben, ja, leben. ja, Und da ja, genau. ich mache immer ein paar Notizen hier und da, als du angefangen hast, war das Gefühle, also Emotionen. Was sind Mhm. Gefühle und Emotionen? Gibt es gute und schlechte Gefühle, Emotionen oder wie siehst du das? Auch da unterscheide ich grundsätzlich nicht zwischen guten und schlechten Emotionen. Emotionen aus meiner Sicht sind einfach Energie. Emotionen sind das, was dich antreibt, sind das, was dich entscheiden lässt, das, was deine Entscheidung beeinflusst. Also, Emotionen sind eigentlich nichts anderes als die Möglichkeit von deinem Geist, Dinge zu bewerten. Dass du aufgrund von eben guten oder schlechten Emotionen, wenn man das so sagen darf, Dinge als gut oder schlecht bewertest. Wenn etwas eine gute Emotion in mir auslöst, dann versuche ich davon mehr zu bekommen, mehr zu haben. Wenn etwas schlechte Emotionen in mir auslöst, versuche ich es zu meiden. Und ja, ich denke, davon hängt ja auch unser Überleben ab. Also keiner von uns möchte sich irgendwo verletzen. Das sprich, viele Dinge, die wir tun, wo wir uns verletzen könnten, lösen
negative Emotionen in uns aus und darum gehen wir diesen Situationen primär aus dem Weg. Und ich denke, ist eigentlich das, was uns steuert, das ist unser Wertesystem, unsere Steuerung unseres Verhaltens. So kann es dann auch sein, dass unsere Emotionen falsche Steuerung geben. Das heißt, weil wir konditioniert wurden durch die Schule, durch die Kultur, Fernsehen, Bücher, keine Ahnung, Kollegen, dass wir eigentlich in die richtige Richtung für unser Leben, für unsere Erfahrung gehen, um unsere Geschichte voll auszukosten, aber wir bekommen schlechte Emotionen. Und dann gehen wir diesen Weg nicht. Kann das auch sein? Sehr gute Frage, ja. Ja, absolut. Weil ich spreche immer von Programmierung und eben bis zu einem gewissen Punkt in unserem Leben wir werden immer programmiert, aber bis zu einem gewissen Punkt werden wir halt wirklich einfach nur programmiert und wir sind uns dieser Programmierung nicht bewusst. Und je nachdem, wie wir programmiert sind, was wir gelernt haben, wie wir erzogen worden sind, ähm, beeinflusst das unser Wertesystem, respektive gewisse Dinge lösen positive und negative Emotionen in uns aus. Und dann kann es, genauso wie du auch sagst, dazu führen, dass Dinge, die wir eigentlich tun sollten, die gut für uns wären, negative Emotionen in uns auslösen. Wir haben Angst davor, zu starke Angst, dass wir es dann eben nicht tun. Und das, ja, absolut ist darauf zuführen, mehrheitlich aufgrund unseren Prägungen, aufgrund unserer Erziehung, Schule, Eltern. Ganz klar, ganz klar. Ja. Ich denke auch, in den letzten paar Wochen, wir haben nicht darüber gesprochen, habe ich Mhm. vermehrt, hauptsächlich auf englischen Podcasts gehört, dass Emotionen sind weder gut noch schlecht. Sie, eben wie du sagst, ist Ja. einfach Energie. Und wenn wir dann, ja, viele reden über das 3D, 4D, 5D, was ist das und so überhaupt und das spirituelle Erwachen, das Erleuchtensein und so weiter. Mhm. Da gibt es so viele Anhaltspunkte oder Wege oder wie man das sieht. Aber ein Punkt ist definitiv, dass wir als Menschen anscheinend auf dieser Erde sehr speziell sind, weil wir eben diese Emotionen haben. Und Mhm. wenn wir das Ganze sehen, dass wir spirituelle Wesen sind, Seelen in einem Körper, dass wir diese Emotionen eigentlich erfahren möchten. Und es gibt dann Leute Mhm. wie Michael Beckwith, Greg Braden und so weiter, die sprechen da auch, das heißt, wenn wir Leute sind, die durch den Krieg gehen, durch die Hungernot, das Gefängnis, durch Armut, was auch immer, dass wir das immer als schlecht bewerten in unserer Kultur. Mhm. Aber wenn man zu den älteren indigenen Kulturen geht, also Indianer oder Kelten oder afrikanische Kulturen, das heißt, alle Gefühle, Emotionen sind erwünscht und unsere Seele möchte das eigentlich erleben. Und wenn man diese Bewertung dann wie frei lässt, dass man dann eben frei wird. Und wir sind ja immer noch bei der Beschreibung frei. Wie siehst du das? Ja, wie du sagst, eben, ich bin auch der Meinung, dass wir Menschen uns jetzt gerade auch von den Tieren, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber ich glaube, eine Eigenschaft, die wir haben, ist auch, dass wir uns selbst beobachten können, dass wir unsere Emotionen uns bewusst machen können. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Eigenschaft. Also, kann auch schwierig sein, aber das kann man sehr, sehr stark nützen, um eben diese Freiheit zu erhalten, dass ich meine Emotionen wahrnehmen kann. Ich kann sie beobachten, ich kann mich selbst beobachten, ich kann meine Gedanken beobachten. Und ja, wenn ich muss vielleicht einen kleinen Bogen machen. Am Ende streben wir alle ja danach, glücklich zu sein. Egal, was wir tun, es geht immer darum, ich will mich gut fühlen, ich will glücklich sein. Und wenn ich es natürlich schaffe, auch eben wieder diese negative Emotionen als etwas Gutes anzusehen, als etwas Notwendiges anzusehen, dann nimmt man ihnen automatisch diese negative Kraft, diesen negativen Einfluss, den sie auf uns haben. Und durch das fühlen wir uns auch wieder besser. Also, das ist auch wieder so eine Strategie eigentlich, um besser mit Negativität, mit negativen Emotionen, wenn man das so sagen darf, umgehen zu können und dann halt im Umkehrschluss auch glücklicher zu sein, weil ich das Leben halt akzeptiere, wie es ist und nicht
gegen gegen negative Emotionen kämpfe, sondern einfach sage: „Ja, hey, die sind da, sie sind Energie, ich kann die auch nutzen. Die haben ihre Berechtigung.“ Das ist alles eben eigentlich weder gut noch schlecht. Es ist einfach, ja, Energie. Hier ist einfach Energie. Energie wird nicht erstellt oder zerstört, sie verändert sich. Äh, Glaube ich. Genau. Irgend so Ja. etwas. Ähm, Genau. bei der Erklärung jetzt habe ich die Spirale gesehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Mhm. Wissenschaftler diese ähm, emotionelle Spirale kreiert hat oder herausgefunden Mhm. hat, das Level vom Lieben bis zu Buddha, Jesus, Gandhi, diese Energien, diese Schwingungen selber. Ja. Kennst du diese Grafik von Hass und Ja, Neid zu ja, Liebe? ja, ja. Ich kenne diese Grafik. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ich hatte es kürzlich auch wieder. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Diese Stufen eigentlich bis zur Erleuchtung oder wie man das, bezeichnen möchte. Ja. Ja, bis zum Akzeptieren, dass alles, Ich denke, du meinst das. ja, ich glaube, es geht in dieser zum Akzeptieren, wie du sagst, dass alles einfach Energie ist und dann kommt höher, höher. Äh, Genau. Kannst du in deinem Leben sehen, dass du in diesen tieferen Schwingungen gefangen warst, also irgendwie Selbsthass oder Neid oder ja, mir fallen jetzt die deutschen Worte nicht mehr ein von diesen Energien, aber Mhm. diese Ja, ja, negativen und wie das dein Leben absolut. beeinflusst hat. Hast du irgendeine Erinnerung Also, dazu? ja, viele. Man erinnert sich ja oft also, ja, so diese wirklich, harten Momente oder schweren Momente im Leben, da erinnert man sich oft noch fast noch besser als an die schönen Momente. Aber ja, ich kann mich da sehr gut erinnern und ich war da sehr stark gefangen. Ich denke, das gehört ja auch zum Prozess dazu. Ich glaube nicht, dass ein Mensch doch, wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir das noch nicht, aber alleine das, was wir in den ersten Jahren schon mitbekommen, was da passiert, da gibt es diese Bewusstheit noch nicht. Da sind wir gefangen in diesen, Mustern und dann ist das halt auch negativ und das, ja, ist ja auch überlebensnotwendig, denke ich. Aber ja, ich bin da ganz klar, ich habe viele schlimme Erfahrungen machen, also schlimm eben. Heute sage ich: „Hey, ich bin froh, habe ich die Erfahrung gemacht.“ Damals waren es traumatische, schwere Erfahrungen und klar, das macht was mit dir. Das macht dich traurig. Du suchst das Glück, im Außen, in anderen Menschen, in materiellen Dingen. Ganz klar, absolut. Also Ja, und eben dann kommt die Freiheit. Das ist das dann zu erkennen: „Hey, stopp, das alleine macht es nicht.“ Aber das waren auch die Erfahrungen, die ich machen musste. ja. Und also, kennst du den Begriff Satori und Kensho vom Ja, Japanischen? Satori-Protokoll zum Beispiel. Okay. Kannst du kurz erklären? Ich verwechsel die beiden immer. Ich weiß, die sind Satori Also, und ich Kensho. kenne nur das Satori-Protokoll, wo es darum geht, innerhalb kürzester Zeit eigentlich durch gewisse Fragetechniken so diesen Erleuchtungsmoment zu erhalten. So von daher kenne ich Satori. Okay. Aber sonst, ich weiß nicht, ob es da sonst noch, aber da geht's schon auch in die Richtung. Ja, das ist, soviel ich mich erinnern mag, das sind ein paar Jahre her, 4, 5 Jahre vielleicht schon. Die Zeit vergeht ja schnell. Ja. Ich glaube, es war auch wieder Michael Beckwith, der darüber geredet hat. Ja. Also ich verbinde es mit ihm, vielleicht habe ich es von jemand anderem gehört. Das Satori Kensho, das eine ist ja, das Erleuchten oder Erfahren oder Erkennen, Beobachten durch Mhm. Weisheit. Also dass man Ja. seine Ansichten ändert durch Weisheit, durch Lernen, vielleicht ein Mentor oder ein Mhm. Buch oder und dann einfach gradually, also also Schritt für Schritt ändert. Und wenn man Ja. zurückschaut, sagt man, oh, Ja. vor einem Jahr habe ich das geändert. Jetzt stehe ich hier. Ich bin glücklicher, ich Mhm. habe vielleicht eine bessere Beziehung, bin besser in der Arbeit oder keine Ahnung, meine Wohnung sieht besser aus. Ich nicht mehr mit Coca-Cola-Flaschen und keine Ahnung, Zigaretten voll überall. Jetzt ist es rein. Wenn man reinkommt, Ja. hat man Luft. Das war so eine Weisheit, also eine neue, ohne Hardcore. Und das andere ist dann durch Trauma. Das heißt, durch den Verlust vielleicht Mhm. von einem super tollen Mhm. Job, wo man gut verdient hat, vom
Porsche fahren und Penthouse Mhm. in mehr oder weniger in das Ja, Arbeitslosenquartier oder halt die mhm. Liebe Lernen durch Schmerz. durch Schmerz. Das sind diese zwei Wege zu lernen Mhm. und zu wachsen. Äh, und ich weiß jetzt nicht mehr, was ist, ob Satori das durch Weisheit ist und Kensho durch den Schmerz oder umgekehrt. Tut mir leid, muss mich vielleicht wieder mal da. Egal, haben beide recht. Es haben beide nicht, ja. Da geht wieder zum amerikanischen Präsident, war das Henry Ford oder irgend so. Ich kann oder ich kann nicht, du hast recht. Diese, Gerne, gerne. dieser Glaubenssatz. Ja, ja, genau. Ah, Egal, ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du hast recht. ja, genau. Hast du Hm. irgendwelche Erfahrungen oder ein, zwei Beispiele von deinem eigenen Leben, wo du durch Weisheit weitergekommen bist? Schaust, ja, ich Mhm. war weise und bin ein Ja, paar Schritte vorwärts gekommen oder eben durch diese ja, dramatischen Erfahrungen, ja, Jobverlust oder Unfall oder Verlust von einer geliebten Person, äh, ja. die du teilen kannst oder möchtest. Ja, ja, klar. Also Weisheit bedeutet für mich, das ist ja auch so, wer war das? Na egal, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und diese Erkenntnis einfach wirklich so zu merken, dass das, was ich glaube zu wissen, halt einfach nicht die Wahrheit sein muss oder oft auch nicht ist. Das ist einfach meine Wahrheit. Und das habe ich vor allem dadurch gelernt, indem ich offen war und weiter gelernt habe und immer wieder gemerkt habe: „Hey, stopp, ich darf meine Wahrheit überdenken.“ Und wenn du deine Wahrheit immer wieder überdenken darfst, dann merkst du irgendwann: „Hey, stopp, ich nehme mich selbst, ich nehme meine Wahrheit nicht mehr für so ernst.“ Es ist nicht, und das ist für mich auch Weisheit, zu sagen: „Hey, klar, ich habe meine Überzeugungen et cetera, aber ich gebe denen nicht mehr so viel Macht, dass sie mich belasten.“ Und ja, das ist für mich Lernen durch Weisheit, eben Erfahrungen machen, offen sein, neues Wissen und durch das Wissen zu lernen, dass ich eigentlich nichts weiß. Ja. Und durch den Schmerz, ja, oder ja. Weißt du noch, wann das war in deinem Leben, als du diesen Satz oder diese Weisheit kennengelernt hast? Hm. Oder in dich Also eingedrungen ist? Das kann ja auch sein, dass du das schon mit 10 Jahren gehört hast, einfach es kam nicht in dich rein. es es war schon ein langer Prozess, denke ich. Also, angefangen mit diesem, mit dieser Persönlichkeitsentwicklungsthematik habe ich so mit, was war ich da, etwa 20? Also, klar war vorher das auch immer ein Thema. Ich mache Kampfsport, ich habe Kampfsport gemacht, da war das immer irgendwo ein Thema, war für mich aber nicht, greifbar. Und jetzt dann so ab 20 wurde es dann so greifbar mit Büchern von zum Beispiel Dalai Lama et cetera, wo ich mich da ein bisschen stärker damit auseinandergesetzt habe, aber auch wieder aus dem Schmerz. Weil mir ging es da nicht gut. Ich hatte Probleme mit Beziehungen und ich wollte da irgendwas, weil ich habe gemerkt: „Hey, mein Glück ist abhängig von einem anderen Menschen.“ Und da wollte ich nicht, das habe ich gesagt: „Das kann doch nicht sein.“ Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, das war so mit 20, 21. Und da kamen so die ersten Inputs so, wo ich gemerkt habe: „Oh, okay, ja, es gibt noch andere Denkweisen, es gibt andere Ansichten“, die mir dann da schon ein bisschen den Horizont erweitert haben und das dann angetrieben haben, diese, nennen wir es mal Weisheit. Aber ganz extrem war es halt bei mir schon durch die Ausbildung zum Hypnosetherapeuten. Das war wirklich krass, weil ich da halt auch aus einem ganz anderen Bereich kam. Ich habe bei der Polizei gearbeitet und bin dann von dort, also habe berufsbegleitend dann diese Ausbildung gemacht. Und ja, ich sage mal, die Polizeiwelt, die ist, ja, das ist so ein Mikrokosmos, wie halt in jedem Beruf und in jedem Gebiet, wo du dich aufhältst. Das ist so 'n Mikrokosmos. Alle denken plus minus gleich, haben die gleichen Ansichten und so weiter. Du glaubst, du weißt, wie die Welt funktioniert. Und wenn du da mal ausbrichst, und eben dann bin ich zu dieser Hypnosetherapieausbildung und da habe ich Menschen kennengelernt, die ich halt vorher so nie kennengelernt hätte, aus ganz anderen Bereichen, Menschen, die ganz anders denken. Und dann offen diesen Menschen gegenüber zu begegnen und zu lernen: „Hey, ja, so wie ich denke, ist nicht einfach nur die Wahrheit. Das ist nur ein Teil, das ist 'n Mikrokosmos.“ Und das hat mir schon sehr stark die Augen geöffnet. Und auch das, was wir da bei dieser Ausbildung gelernt haben, dass ich da lerne, wie mein
Unterbewusstsein funktioniert, wie mein Denken funktioniert und so, das war schon sehr, sehr bereichernd, so weisheitstechnisch, so das einfach zu merken, hey, meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Okay, das heißt mehr oder weniger stetig Tropfen hüllt den Stein, artig. Also Ja, das heißt, wir sind beide in den ja, 40ern jetzt, das heißt, es ging genau. ging etwa 20 Jahre mit vom Dalai Ja, Lama Buch lesen in den 20er bis die ja. Hypnose. Ich weiß nicht, wie lang war diese Hypnose, der Kurs? Die Ausbildung, Wann hast du die das gestartet? ging, wow, keine Ahnung. Wann war das? Ich weiß es nicht mehr. Also Das war vor ein paar Jahren. so 3, 4 Jahre Das oder ist noch so. nicht so lange her. Ja, so etwa. Ja, also Ja. etwa 20 Ich, Jahre ich vom, bin so Namen und so Jahreszahlen. Das erstens interessiert es mich nicht und zweitens ist es so irgendwie. nicht, es ist auch nicht wirklich wichtig. Ich dachte nur, um den Genau. Zuhörern zu zeigen, okay, das waren doch Ja. 20 Jahre vom, okay, ich schaue mal Bücher an und lese vom Lama und ich fühle mich abhängig von anderen Menschen, um glücklich zu sein, bis zum wirklich dann gespiegelt werden in anderen Menschen und sehen, okay, Wahrheit ist nur ein Hm. Mikrokosmos. Also ich würde da nicht sagen, also bei mir waren es jetzt 20 Jahre. Bei jemand anderem ist es ein halbes Jahr. Genau. Kann sein. Ist es eine Woche? Also es kommt immer darauf an, was erlebe ich in dieser Zeit? Was mache ich in dieser Zeit? Was passiert in dieser Das ist so, ja, einfach nicht, dass man jetzt denkt: „Boah, der hat 20 Jahre gebraucht, dann ja, dann lasse ich's sein.“ Ne. Also, Ja, ich nein. war nicht sehr effizient, würde ich mal sagen. Wenn ich schaue, wie schnell ich jetzt in den letzten Monaten, Jahren mich entwickeln durfte, weil ich mich halt ganz anders mit dieser Materie befasse, dann ist das sehr viel möglich in kurzer Zeit. Aber das braucht auch den nötigen Willen, ja, du darfst dich mit der Materie auseinandersetzen. Ja, ja, also jetzt eben mein Weg ist auch 30 Jahre oder so. Keine Ahnung. Was ich meine, Ja, klar. Als Teenager war ich fasziniert über ein Buch über den Mond, wie der Mond auf den Mensch einwirkt, aber ich hatte niemand wirklich, mit dem ich darüber kommunizieren konnte. Oder sie Mhm. schämten sich. Und dann war ich alleine und dann habe ich es Mhm. sein gelassen. Astrologie habe ich auch Mhm. angeschaut und geschaut, okay, welche Kollegen passen zu mir, habe so klein gefragt, wann bist du geboren, weißt du noch, welche Uhrzeit? Und habe ich so heimlich zusammengerechnet und geschaut, Ja. oh ja, das stimmt genau. Also mit diesen Kollegen bin ich doch enger und mit diesen, das sind so ab und zu und halt auch mit Frauen, wenn man Teenager ist, so, welche Frau passt zu mir? Mhm. Aber das habe ich dann auch Ja, wieder auf die genau. Seite gelegt, weil ja, niemand hat darüber mit mir gesprochen. Ich hatte ein, zwei Kollegen, die haben Mhm. gesagt, macht weiter, die fanden es toll, aber Mhm. sie selber wollten sich da nicht wirklich damit befassen. Mhm. Und da habe ich das Ganze als Ingenieur, der Ingenieurschule, Gymnasium, Mhm. Mathematik, Physik, das Technische, Ja, alles so in die Religion, Wissenschaft, wie man heute so sagt, von der kirchlichen genau. Religion in die wissenschaftliche Religion, also auf die Seite geschoben. Und jetzt bin ich 46 und ich glaube, das Ganze mit 40, 38 ging es dann langsam immer tiefer. Bei mir mit Mhm. Gaia und Mind Valley und eben halt auch Mhm. Depression, also manische Depression. Habe ich keine Liebe für meine Kinder? Wieso kann ich keine Liebe für meine jetzt Mhm. Ex-Frau empfinden? Das kann nicht sein. Und da habe ich gemerkt, ich habe gar keine Liebe für mich selbst. Also kann ich Ja. ja nicht andere Menschen lieben, weil ich ja selbst Ja. leer bin. Also das Glas war leer, weil ich immer nach außen gegeben habe. Du hast auch gesprochen Ja. von dem Materiellen. Hast du ein paar Beispiele, wie jetzt in deinem Leben die Suche nach der externen Liebe oder Freude ausgesehen hat? Warst du dann Mhm. drogenabhängig oder Alkohol oder gingst du dann teure Fahrzeuge kaufen und warst als Mitarbeiter schnell am Judato herumfahren? Oder wie hat das bei dir ausgesehen? Kuchen essen oder so, keine Ahnung. Ne, von allem etwas. Von allem etwas. Nein, klar, also es sind so ich sage mal, eben Beziehungen, das ist so was, wo ich, sehr stark mein Glück drin gesucht habe, ja, die perfekte Frau zu finden und dann halt, ja, diese Liebe so zu finden. Und klar, auch in materiellen Dingen.
ja, ich habe auch nach wie vor ich habe nichts dagegen, wenn man Spaß hat an Materiellem, wenn man Spaß hat an seiner Beziehung, natürlich, das ist nur ist das in meinen Augen nicht es ist nicht Glück, es ist Vergnügen. Und das ist nicht das, was ich brauche, um wirkliches Glück zu oder mich glücklich zu fühlen. Es ich will mein Leben genießen und das heißt auch, dass ich, Dinge im Außen genieße, dass ich materielle Dinge kaufe, vielleicht ein bisschen weniger als vor noch ein paar Jahren. Ähm, ja, kann auch sein, dass ich mal, ja, Alkohol trinke und dann umso lustiger bin und weiß ich nicht was. Das ist ja, ich lebe einfach, nur bin ich nicht davon abhängig. Das ist so das, oder? Und auch in 'ner Beziehung. Klar, Beziehungen sind was Wunderschönes und oder wie du auch gesagt hast, mit den Kindern und alles, das bereichert das Leben ungemein. Nur ist es dann schön auch zu merken, dass das nicht das ist, was wirkliches Glück in mir jetzt, für mich bedeutet. Und hey, aber ja, es war wirklich eine Mischform. Es ist so ein bisschen von allem. Man sucht überall. Ja, ja. Auto, Drogen war ich jetzt nicht so schlimm. Kickboxen warst du extrem. Kickboxen noch, ja, viele es waren schon viele extreme Dinge. Also, meine Eltern haben da schon durften sich da schon ein paar Sorgen machen. Ich war immer so ein bisschen der die Extreme suchte, eben Kampfsport, Extremsport, alles möglichst, Um zu spüren weit halt. und hoch und viel. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber wahrscheinlich waren es auch diese Erfahrungen, die mir geholfen haben zu merken, dass das nicht die Lösung ist. Darum bin ich froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ja, und es ist eben wir hatten einen gemeinsamen Kollegenkreis. Ich weiß nicht mehr, von Mhm. 16 Jahren bis ich Ja, ging nach genau. Dänemark, als ich 28 war. Also, irgendwie wir haben uns gesehen, wir waren zusammen in Kickboxen. Ich weiß noch, du hast mich ziemlich angetrieben dazumal und ich habe gesagt: „Hey, halt, stopp. Ähm, Training ist schön und geil. Mir gefällt die Fitness. Auch wir waren im Training zusammen, jetzt an Ostern, das war vor 2,5 Monaten. Das war wirklich gut für mich. Leider alleine kriege ich das nicht mehr hin in dieser Intensität, aber für mich war das Kickboxen mehr so das Fitness. Also ich habe den eigenen Kick gesucht, um mich selber zu pushen. Und ich wurde auch Ja. von dir und von anderen angefragt, in den Kampf, in den Ring zu steigen. Da habe ich gesagt, nee, lass das. Bin nicht ich. Und dass ich eben diese spirituellen Sachen, auf Instagram und Facebook von dir gesehen hatte, dachte ich: „Okay, was geht ab?“ Michi war dieser extreme Typ, arbeitet bei der Polizei, Kickboxen und immer extrem. Also, nicht eine Mhm. negative Person, aber doch etwas angespannt, hatte ich das Gefühl, wenn ich, zurückdenke. Ja, Also, ja, die gespannte Person. Wie siehst du das jetzt? Also, du bist viel lockerer drauf, als ich dich in Erinnerung habe. okay. Siehst du das auch so aus, wenn du zurückreflektierst an diese Ja, 18, 22 Jahre, äh, wie siehst du das? Was wäre dein absolut. Tipp? Was wäre dein Tipp an dich selber? Jetzt, wenn wir so 20, 25 Jahre zurückgehen würden und du würdest dir gegenüberstehen. Mach's genauso, wie du's machst. Ja, weil ich kann nicht sagen, ob ich was anders gemacht wenn ich was anderes gemacht hätte, ach, egal, hätte, Fahrradkette. Nein, ich bin froh, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Ich bin froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, die ich gemacht habe. Ich ja, ich bin wie du sagst, ich denke, ich bin lockerer. Es kann auch sein, dass ich jetzt halt einfach im mentalen Bereich so extrem bin, wie ich früher beim Sport war. Das kann sein, dass ich da halt jetzt einfach mich reinbeiße aber je mehr du dich da reinbeißt, umso mehr merkst du: „Stopp, das funktioniert nicht.“ Du darfst loslassen und dann kommt das. Auch wenn ich jetzt, aktuell eben ein Buch schreibe, dann da kann ich mich nicht zwingen, das zu schreiben. Wenn ich dann aber zum Beispiel mit dem Hund rausgehe in den Wald spazieren, dann ich behaupte, 80 von dem Buch habe ich im Wald geschrieben beim Spazieren. Dann wenn man loslässt und da halt einfach das so fließen lässt, dann eben sich entspannt lockerer wird, dann funktioniert das beim Mentalen eher. Und das war für mich ein, ja, sehr schönes Learning, so das so entspannter zu werden. Ja, Ich bin nicht überall entspannt, das schon nicht. ja, aber Aber ich denke, ich bin entspannter. wenn du jetzt überall entspannt wärst, dann
dann würde ich, glaube das Mhm. Licht um dich herum leuchten und die Leute würden dich aufsuchen wie Jesus und Buddha und so weiter. Äh, und das ist ja auch, wie du sagst, das Leben ist eine Geschichte, das Leben ist ein Film. Also das habe ich schon ein paar Mal gehört von Leuten. Und auch die Antwort, was wäre der Advice, also der Tipp, die Hilfe für mein jüngeres Ich, mach weiter so. Oder viele sagen einfach, Mhm. glaube an dich, es kommt gut. Oder Mhm. du bist gut, wie du bist. Sonst keine. Und das zeigt dann auch, dass man eigentlich emotionell oder spirituell auf einem guten Weg ist und erkennt, man bewertet nicht mehr. Mhm. Es ist, wie Genau. es ist und es gehört zur Erfahrung. Ohne die Erfahrung, Ja, ja, man muss das Zeug erfahren, sonst liest man. Das ist wie ein Buch öffnen und nur die erste Seite anschauen. Sage ich habe das Buch ja. von Dalai Lama, habe ich aber nur die erste Seite Ja, gelesen. genau. Ja, oder eben ich lese es, aber ich wende das nicht an, was da drin steht. Ich mache mir nicht ich wende das nicht auf mein Leben an. Oder wenn ich nur über Meditation lese, aber sie nicht aktiv praktiziere, ja, wie will das funktionieren? Das geht nicht. Ich habe die Erfahrung dazu nicht. Ich habe das Gefühl, oft fehlt dann das Gefühl und durch Erlebnisse, durch Erfahrungen geht das Ganze in die Gefühlsebene und das ist das, was ich denke, was dann wertvoll ist und was dich wirklich dann auch verändern kann. Weil das Genau. Wissen alleine, ja. Eben Wissen alleine hilft nicht. Also ich habe auch einen Kollegen, der hat die Welt nicht wirklich gesehen, war einmal in Amerika, Mhm. zwei, dreimal in Berlin und so weiter. Sage ich, ja, wieso gehst du nicht? Und er redet da immer über die Krise in Ukraine und Russland oder Israel, Mhm. Palästina. Ich sage, ja, aber warst du da? Nein. Woher weißt du all Mhm. das? Ja, ich habe darüber Ja, gelesen. genau. Ja, Du musst, also wenn ja. du über die Weltpolitik redest oder die Natur, solltest du eigentlich mal da gewesen sein. Und das ist Mhm. auch ein Wäre Ziel, gut, ja. das ist auch ein Ziel von mir, die Welt zu sehen, zu erleben, die verschiedenen Mhm. Kulturen zu sehen. Für mich ist irgendwie die verschiedenen Wasserfälle zu sehen oder auch die verschiedenen Mhm. Schön, Landschaften. ja. Also mal wirklich in der Wüste zu sein, nicht einfach darüber zu lesen, mal wirklich einen schönen Korallenriff zu sein oder Urwald oder was Mhm. auch immer. Einfach mal das Erleben Mhm. und das Gespür zu haben. Also diese extreme Hitze mit Feuchtigkeit und den Moskitos und keine Ahnung. Mhm. Und dann vielleicht das ganze Trockene und so weiter. Oder auch mal Nordpol wäre schön oder so, Südpol. Das Ja, wirklich eisige einfach mal erlebt haben. Aber ich denke, ja. wir sind da ziemlich gut mal um dein erstes Wort frei herumgekommen. Also, Mhm. es kam immer wieder vor. Also für mich hat sich Ja, das wie so ein kleines Kapitel angefühlt. Äh, schön. Da gehe ich mal an an das zweite Wort, Dankbarkeit. Wie kamst du in die Dankbarkeit? Hast du da Übungen angewendet, um das besser in dir zu verankern? Oder wie kam die Dankbarkeit zu dir? Auch da wieder Erfahrungen, aber auch Übungen, ganz klar. Also, dass man aktiv Dankbarkeit praktiziert, das ist eine ja, ich denke, das kennt jeder. Jeder, der sich irgendwo mal ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat, hat da bestimmt schon mal gehört: „Ja, du kannst ja ein Dankbarkeitstagebuch führen“, zum Beispiel. Ja, und das wird oft so ein bisschen belächelt, aber auch wenn ich bei meinen Klienten schaue, wie viel das alleine das alleinige Praktizieren von aktiver Dankbarkeit, was das machen kann, das ist Wahnsinn. Weil Dankbarkeit, ja, ich bin dankbar für XY, egal. Aber was das mit dir macht, wenn du das immer wieder aktiv praktizierst, dass du dann deinen Fokus immer mehr aufs Positive lenkst, auch in negativen Dingen plötzlich Positives siehst, das kann massiv dein Leben verändern. Und darum ist es für mich auch so was sehr Wichtiges, weil es einen sehr starken Einfluss auch auf mein Leben hat und hatte. Und ja, eben durch die Ausbildungen, durch Dinge, die ich erlebt habe, wirklich immer wieder dankbar zu sein und dann wirklich, wie ich schon gesagt habe, mal sich hinzusetzen und jeden Tag 2 3 Dinge sich zu überlegen: „Wofür bin ich dankbar?“ und das dann auch zu fühlen. Das ist so das. Viele oder bekomme ich halt auch zum Teil von Klienten so mit, dass sie zwar Dinge aufzählen, für die sie dankbar sind, aber sie fühlen es zu wenig. Und ich sage dann
ich sage da auch, hey, wenn du zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führst und dann dir 10 Dinge aufschreibst, diese aber nicht fühlst, ja, dann schreib lieber nur 2 Dinge auf und fühl sie wirklich. Geh in das Gefühl. Bring quasi eigentlich ist es nichts anderes, als du lernst deinem Gehirn wieder dankbar zu sein, positiv zu denken, das Positive zu sehen. Also und dann gehst du anders durch die Welt. Du siehst plötzlich mehr Positives und das macht schon sehr viel, Also das heißt jetzt, du sprichst vom Dankbarkeitsjournalbuch. Äh, zum Beispiel, ja. Wie sieht das aus für Menschen? Also was wäre so, ja, ABC, 1, 2, 3 Schritte, um jemand, der Mhm. das noch nicht gemacht hat, weil ich habe auch seit Ja. 2013 halt, wie ich das bei Tim Ferriss gehört, und es ist so Mhm. einfach und logisch, wenn man es mal macht, aber ich brauchte so Genau. lang, bis es wirklich in meinem Kopf drin war. Also wie sieht der Ja. Schritt aus, wenn man das macht? Wann macht man das am besten oder ist es egal und wie sieht das aus? Also, ich denke, wichtig ist, dass du's machst. Wann, ist egal. Es gibt schon ich denke, es ist schön, wenn du zum Beispiel man kann auch sagen: „Hey, es ist schön, wenn du's am Morgen machst“, weil dann gehst du schon mit einer dankbaren, mit einer positiven Einstellung in den Tag. Oder am Abend auch, dass du sagst: „Hey, ich rekapituliere den Tag. Ich überlege mir, wofür bin ich dankbar an diesem Tag und nicht: „Ah, was war heute alles schlecht?“, sondern: „Was war gut? Wofür bin ich dankbar?“ Und dann wirklich einfach sich halt kurz hinsetzen. Das muss auch nicht allzu kompliziert sein. Man muss sich da auch nicht extra ein Buch dazu kaufen. Du musst es theoretisch auch nicht aufschreiben. Das Aufschreiben macht das Ganze einfach noch ein bisschen wirkungsvoller, weil du das Ganze halt noch mit einer körperlichen Aktivität verbindest. Du schreibst etwas auf, das geht noch mal 'n bisschen besser in deinen Kopf. Aber auch das, wenn du das nicht machen möchtest, ja, dann überleg dir einfach, wofür du dankbar bist. Und dann schließ kurz die Augen, denk an das, wofür du dankbar bist und versuch diese Dankbarkeit zu fühlen. Das fällt vielen am Anfang ein bisschen schwer. Also, es ist so, ja, ich bin schon dankbar, aber ich fühle das nicht richtig. Ja, okay, trainier weiter, mach's einfach weiter. Einfach es ist reines Training. Irgendwann kommst du da immer mehr rein und also, ich versuche das dann so lange zu machen oder so stark zu machen, bis mir die Freudentränen runterlaufen und das funktioniert relativ gut. Und das kann auch das kann nur schon sein, wenn ich zum Beispiel am Morgen, vielleicht bin ich alleine zu Hause, es ist ruhig und ich genieße diese Ruhe. Und dann kann es mir alleine diese Ruhe dann kann es sein, dass ich nur schon für diese Ruhe so dankbar bin, dass mir die Freudentränen runterlaufen. Aber das ist reines Training. Einfach das halt immer wieder zu tun. Und das sind wir auch wieder bei Freiheit. Dann das befreit dich ungemein, wenn alleine ein ruhiger Moment dich glücklich macht. Klar, ich will ja dann auch wieder nicht abhängig sein von dieser Ruhe, aber trotzdem, das sind ja nur Gedanken, das sind Dinge, die ich in mir habe, die kann mir niemand nehmen. Und das aber das ist Training. Einfach immer wieder machen, fühlen, fühlen, fühlen. Ja. Ja, eben das Gefühl, zuerst die den Grund für das Dankbarsein finden, was auch immer. Es kann Mhm. sein, ich kann atmen, ich bin noch am Leben, ich habe ein Dach über dem Mhm. Kopf, ich habe was zu essen. Dann in das Gefühl reinkommen und dann aufschreiben. Wie du sagst, Ja, also das Schreiben, das verkörperlicht das Ganze. genau. Das ist auch beim Jim Quick heißt er, besser zu Mhm. lernen. Der hat auch Hollywood-Stars unterrichtet, die Texte besser zu lernen. Wenn du jetzt einen Namen hörst, den wie auf dein Bein schreiben mit der Hand, also jetzt Mhm. nicht mit einem Stift, sondern einfach die Ja, Aktivität hilft irgendwie, dass du den Namen besser erinnerst an die Person. ja, Und eben auch ja, eben das Gefühl mit der Dankbarkeit. Und viele sagen 3 bis 5 Stück. genau. Ich habe auch schon gehört, schreib Ja, 100 Sachen auf, wo du dankbar bist, aber da geht es mehr um, dass du wirklich suchst, dass wenn du wirklich keine genau. Dankbarkeit fühlst, dass du wirklich anfängst, alles aufzuschreiben, bis du dann Ja. wirklich nicht mit dem Gefühl halt, aber mit den Gedanken mehr in diese Richtung gehst. Wann hast du mit der Dankbarkeit angefangen? Was war der Shift oder der Wechsel, den du dann bemerkt hast? Keine Ahnung, wann ich damit angefangen, weiß ich nicht. Das war vor ein paar Jahren, denke ich. Und vorher halt so ein bisschen unbewusst oder auch halt durch wie gesagt, schon mit 2021 die Bücher von Dalai Lama, das es ist ja bei all diesen Büchern, bei all diesen
ich nenne es mal weisen Menschen, bei diesen Menschen, an denen man sich orientiert, die da gewisse Weisheiten in Büchern niederschreiben, am Ende sprechen die alle dasselbe in einer anderen Sprache. Und ja, dann macht man das mal so, man versucht es mal, dann macht man es ein bisschen aktiver und das entwickelt sich. Aber ich könnte dir nicht mehr sagen, wann das genau war. Was ich noch gut finde, ist gerade, wenn man anfängt damit, oder du hast vorhin ein paar Sachen aufgezählt, so Dinge, für die wie zum Beispiel, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin gesund et cetera. Das ist für viele Menschen schwierig, dafür dankbar zu sein, weil das ist so normal. Das bin ich einfach, ja, muss nicht dankbar sein. Und dann nimmt man vielleicht am Anfang, um reinzukommen, mal was Großes. Man erinnert sich vielleicht an etwas in seinem Leben, etwas Großes, das man erreicht hat, ein Geschenk, das man erhalten hat, irgendwas, was richtig, richtig stark war, um einfach mal das Gefühl wieder zu fühlen, um sich bewusst zu werden, wie sich das anfühlt. Und dann kann man dann immer mehr so auf so Kleinigkeiten runtergehen. Sei es der Kaffee am Morgen, sei es irgendwas, nur eben, ich bin gesund, ich fühle meinen Körper, was auch immer, ich atme. Aber das ist am Anfang noch schwierig für jemand, der das noch nie gemacht hat. Da würde ich empfehlen, nimm lieber mal so große Dinge, auch wenn die halt sehr stark im Außen sind und ja, aber einfach um in das Gefühl zu gehen. Und am Ende kannst du auch sagen, hey, wenn ich weiß, wie sich Dankbarkeit anfühlt, ich habe das richtig im Gefühl, dann kann ich dankbar sein, ohne einen Grund dafür zu haben. Ich bin einfach dankbar. Ich fühle dieses Gefühl, wenn ich das fühlen möchte. Und das ist schon schön. Ja, ich glaube, eines der ersten Gefühle, wenn du sagst, eben diese großen Ereignisse oder Geschenke oder Ja. Geschehnisse. Für mich war das einem Kursus, ja, 2018, glaube ich, mit der Depression. Ich hatte da NADA Mhm. noch, 5 Nadeln in jedem Ohr. Mhm. Und das hat wirklich, also bei mir war es nicht so, dass ich komplett still wurde, das ein paar Leute neben mir, aber es hat geholfen über längere Zeit bei mir. Also bei mir ging es wie bei dir auch. Ich bin etwas hartköpfig, Ja. stur. Es dauert, bis das reinkommt. Aber da war das Gefühl von der Geburt meiner Tochter oder meine Tochter das erste Mal Mhm. wirklich zu halten. Sehr schön. Und dann versuche ich eben nicht, um nicht zu bewerten, eben auch die Geburt meines Sohnes raufzunehmen, weil beides Ja. war sehr wichtig und nicht einfach immer nur an die Tochter zu denken, weil sie halt die erste war, sondern beides, das hat mir geholfen und das war aber auch mehr, das war glaube ich da beim NADA und dann in derselben Zeit war das mit ja, Tim Ferriss und wie heißt er? Der große, starke Mann. Ähm, Äh, ähm, Tony Robbins. Tony Also, Robbins. ja, Mhm. starke Stimme. Die Herz-Kopf-Kohärenz, glaube ich, auf Deutsch heißt es. Mhm. Heart-Brain-Kohärenz. Wo man, Mhm. was Jesus auch schon gelehrt hat, oder viele Buddhisten, die Hand vor dem Mhm. Herzen mit Abstand, das hat mit magnetischem Feld zu tun. Magnetik. Und dann eben dieses Gefühl hervorzuholen, diese Dankbarkeit, dieses gute Gefühl und dann einfach langsam zu atmen, in das Herzen zu atmen. Also ich stelle mir immer vor, dass die Luft geht durch die Hände in das Herzen, wieder vom Herzen durch die Hände raus. Und das ist eine so kurze Meditation, welche auch mit der Genau. Dankbarkeit verbunden ist, oder im Herzen. Das hat mir geholfen. Und bei mir, Mhm. als ich die Dankbarkeit endlich nach etwa 4 Jahren anwenden konnte, also das war das 5-Minute-Journal. Das war wirklich dann ein Buch, Genau. und das war dann eben 30 Dinge, wo du dankbar bist am Morgen und positives Geschehen für den Tag. Äh, Der Verkehr geht super leicht, ich komme zur Zeit zur Arbeit, keine Staus, kein Mhm. Unfall, kein Platten, Pneu oder so. Bei der Arbeit, Mhm. die Arbeit, die ich bekomme, die läuft einfach, keine großen Probleme, die Meetings, die ich habe, sind super, keine Ahnung. Dass man sich das so vorstellt und dann noch eine Affirmation, so wie ich bin, bin ich gut oder keine Ahnung. Ja. Ja. Jim Carrey hatte da, ich werde ausgezeichnet mit 10 Millionen für hervorragende Arbeit als Schauspieler. Das hatte er irgendwie 5 oder 8 Jahre in seinem Portemonnaie, bis er dann wirklich diese 10 Ja. Millionen für Ace Ventura bekommen hat. Also das ist Genau. der Hammer. Also wie sagt man, die Ja. Hammer-Methode, dass man das wie reinschlägt in das Gedächtnis als Affirmation. Und dann am Abend, wie du sagst, auch wieder eine Dankbarkeit artig, dass man die positiven Punkte vom Tag wieder hervorhebt, anstatt eben sagt, Genau. er hat mich an der
Kreuzung den Weg abgeschnitten oder der Boss hat mich zusammengeschissen, dass man diesen Sachen nicht einfach unterdrückt, sondern sich an die schönen Sachen erinnert. Ja, Oder was war gut an den negativen Dingen? Ja, das ist dann halt der nächste Schritt. Das ist, ich denke, schon mal Genau. etwas mehr geübt, also die Geübteren. Ja, genau. Weil wenn man wirklich Genau. anfängt, ist das schwer. Das ist dann wirklich provozierend. Ja, Das genau. ist dann, ah. Ja. Und Ja, wie ja, du ja. sagst, ich denke auch eben, bevor man ins Bett geht, die positiven Sachen hervorholen, dann hat man eben nicht die negativen Gedanken im Kopf, welche dann, ich hätte sollen und tun müssen und überhaupt, und dann geht diese Ja, Spirale genau. auch weg. Dann ist es einfach zu schlafen, hat vielleicht bessere Träume. Und wie du sagst, also Advanced geht dann wirklich die schlimmen Sachen. Okay, was ist das Positive an diesem wirklich, am Tod meiner Frau, am, keine Ahnung, am Verlieren von meinem super Top-Job, wo ich 20.000 Euro im Monat verdiene. Was ist das Positive daran? Das Genau. ist schon mehr advanced. Und für mich, als ich das angefangen hatte, das war 4-5 Monate danach, wurde ich eingeladen für ein Retreat in einem 5-Sterne-Hotel und ich habe irgendwie die Hälfte bezahlt, glaube ich. Und mein Chef hat gesagt, hey, das war 2 Tage, bevor ich loslegen muss, ja, kein Problem, du bekommst frei. Meine damalige Frau hat gesagt, hey, du hattest schon lange keine Ferien mehr für dich, mach das, wir kriegen das hin. Und eben, ich bekam Discount und 3 Tage nachdem ich angefragt wurde, war ich da vor Ort. Das war wirklich 5 Monate mit täglichem 5-Minute-Journal. Also Dankbarkeit morgen und das Cool. positive Abend und mit dem Herz verbinden. Und das war wirklich so der Effekt, wo ich zurückschaue. Das ist jetzt 6 Jahre her und ich war nicht mehr so tief in dieser Dankbarkeitspraxis wie dazu mal. Aber ich sehe durch den Tag, also bei der Arbeit oder bei der Schule Genau. jetzt, habe ich meinen Stuhl falsch gefräst. Die Maschine hat ein Teil gegessen. Aber ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ich wollte abrunden und dann kam ich irgendwie rein und da wurden da 5 Millimeter mehr abgefräst und das war eigentlich gut, weil das ist jetzt ein besseres Produkt geworden. Und dann im Moment merkt man wird etwas genervt, aber dann vielleicht kommt etwas Gutes daraus. Also wirklich das gerade umsetzen. Aber das braucht Übung. Für ein paar Leute geht das 5-6 Jahre, für andere geht das 2-3 Wochen. Genau. Und du sagst es gut, auch es ist dasselbe bei der Meditation mit der Achtsamkeit. Am Anfang braucht es vielleicht einen Moment, den du dir wirklich nehmen darfst, in Ruhe sich hinzusetzen oder eben auch diese Dankbarkeit zu praktizieren, irgendwo bei dir zu Hause, wo du deine Ruhe hast, wo du dich wirklich auch entspannen kannst. Aber mit der Zeit, wenn da dein Geist das entsprechende Training erfahren hat, dann baust du das automatisch oder du kannst es automatisch in deinen Alltag einbauen. Du brauchst nicht mehr zu Hause auf einem Kissen zu sitzen oder auf einem Stuhl, ist egal. Und dann gibt es so wie 'n Selbstläufer 'n bisschen. Du gehst positiver durchs Leben. Klar darfst du da auch wieder achtsam sein und aufpassen, dass nicht deine Umstände dich vielleicht doch wieder eher negativ beeinflussen und dass es dann wieder nötig sein darf, zu Hause sich wieder wirklich hinzusetzen und das aktiv zu machen. Aber du sagst es gut, wenn du dann 'ne gewisse Positivität dir angeeignet hast, dann ist das wie 'n Selbstläufer. Du machst das automatisch im Alltag. Du siehst die positiven Dinge, das Positive dich noch mehr. Das ist so 'ne Positivspirale. Absolut. Aber am Anfang braucht es bei vielen Leuten auch, und das darf man auch nicht unterschätzen, wenn ich Dankbarkeit praktizieren möchte, dann will ich ja in das Gefühl gehen. Und damit ich das Gefühl fühlen kann, darf ich mich zuerst ein bisschen entspannen. Also, ich darf nicht sagen: „Ja, ich muss jetzt noch kurz Dankbarkeit machen und jetzt, ja, okay, ich bin dankbar für, ich bin gesund, ja, okay, fühle das jetzt.“ Das funktioniert nicht. Also, ich darf mich da wirklich, um Gefühle fühlbar zu machen, um Gefühle haben zu können, darf ich mich zuerst entspannen. Also, ich muss meinen Verstand ein bisschen so in die Pause schicken durch die Entspannung. Darum eben oft auch das Schließen der Augen, damit mein Unterbewusstsein aktiver wird, gewisse Hirnregionen. Und dann fühlt man das auch. Und wenn jemand Mühe hat, das zu fühlen, dann darf er sich fragen: „Bin ich genug entspannt?“ Also, vielleicht zuerst noch ein bisschen mehr in die Entspannung gehen.